Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe gestern Morgen mir Gedanken gemacht, über was ich rede, oder der Titel war eigentlich relativ schnell klar. Matze von Control S hat es eigentlich im Prinzip gerade eben erklärt, KI, Produktionsplanung, es ist KI, was wir aktuell im Einsatz haben. Ich bringe aber einen Praxisbericht. Also ich bin froh, dass ich die Zeit des Studiums hinter mir habe. Ich kann meine Folie gestalten, wie ich will. Ich kann hier vorne agieren, wie ich will oder wie ich es für richtig denke. Aber ich mache es auch sehr praxisbezogen. Ich habe bei uns daheim viele Folien. Ich kenne die Hemmnisse vom Einsatz von KI. Ich weiß, wie im Konzern die Akzeptanz höher ist als im Mittelstand und so weiter. Ich mache es ganz praktisch an einem Punkt und ich kann auch sagen, ich hole noch ein paar Minuten in der Kaffeepause rein. Ich habe 5 Folien dabei. Die sind aber auch nicht im Goldrahmen. Die sind auch, ich sag mal, teilweise überladen mit Text. Ja? Sie müssen nicht mitschreiben, da ist eine Dokumentation. Nehmen Sie es einfach als Impuls mit. Und ich würde gerne auch einen Impuls mitgeben. Wir sind mittelständische Verpackungsdrucker. Wir sind auf der einen Seite extrem traditionell, auf der anderen Seite super innovativ. Ich komme von Herstellerseite oder von Markenherstellerseite, also ich war in dem Performance-Marketing unterwegs oder in der Softwareentwicklung beim großen Automobilhersteller hier in der Region von Stuttgart oder in Stuttgart selber. Und mir fiel es dann auch schon ein Stück weit schwer, von einem Konzern zum Mittelstand zu gehen. Jetzt aber nach 5 Jahren, ich bin wahnsinnig begeistert, was wir bei uns in der Organisation auf die Beine stellen. Und ich hoffe, Sie nehmen ein Stück weit mit, wir haben Bock, Dinge zu entwickeln und wir haben Bock, eine gute Fallschachtel zu produzieren. Ja, es geht um das Thema KI in der Produktionsplanung und das unterstützt uns extrem. Für mich ist es auch ein Buzzword, ich kann es teilweise nicht mehr hören, ich bin oft auf Kongresse unterwegs und habe mich eigentlich geweigert, darüber zu sprechen, aber es gab auch gute Überzeugungsarbeit, dass ich den Use Case jetzt hier mit reinbringe. Und wir meinen es aus einer guten Überzeugung und aus einer guten Partnerschaft heraus und da gibt es schon Dinge, die ich gern teilen will. Ein weiteres persönliches Ziel von meiner Seite, ich kann nicht alles teilen. Da gibt es viele Zahlen, die ich teilen könnte und viele Kunden und Use Cases, die ich sagen könnte, aber ich darf es nicht und ich will es auch nicht sagen. Deswegen ist es auch teilweise ein bisschen oberflächlich. Ich würde mir aber wünschen, wenn wir danach dann in der Kaffeepause vielleicht nochmal Visitenkarte austauschen, völlig analog und vielleicht auch ein Gespräch danach dann noch haben oder im Nachgang dann haben. Ja, wie gehen wir vor? Ich habe 5 Folien versprochen, das sind 6 Folien, also die Agenda kommt noch dazu. Mir ist wichtig, 2, 3 Minuten über Colordruck Baiersbronn zu erzählen. Ich glaube, nicht jeder kennt Colordruck Baiersbronn und das muss man schon ein Stück weit kennenlernen oder kennenlernen müssen, dass man es einordnen kann, wo wir stehen und wie wir das Thema KI einsetzen. Vor 18 Monaten hat es bei uns in der Organisation begonnen, insbesondere in dem Produktionsplanungsprozess KI einzusetzen. Da werde ich dann einen Rückblick machen, wie wir vor 18 Monaten dagestanden sind. Und ich glaube, da sind wir auch als Druckerei nicht wirklich schlecht dagestanden, aber heute stehen wir viel, viel besser da. Dann habe ich ein paar erste Erfahrungen aus der Projektierung und ich versuche das dann auch nochmal in Herausforderungen und nächste Schritte zusammenzufassen. Colordruck Baiersbronn, einer der wenigen übrig gebliebenen mittelständischen Verpackungsdrucker in der Branche. Wir sind 100% auf Vollkarton spezialisiert. Wir haben eine Unternehmensgröße, wie soll ich sagen, wir sind nicht zu klein für große Dinge, nicht zu groß für kleine Dinge. Also wir fangen an, in 3 Business Units ab Stückzahl 1 zu produzieren bis Stückzahl N. Unser Produktionsstandort 100% Lean, 5S Kaizen ist bei uns etabliert. Wir haben vorhin über Datenmangel gesprochen oder über Datenqualität. Ich sehe eher so das Thema 5S Kaizen in der Digitalisierung, muss ebenfalls etabliert sein oder selbstverständlich sein. Aber wir kommen aus der Süßware, also wir sind eine 100% leane Organisation und leben das Thema 5S Kaizen bei uns am Standort. Mittlerweile mit 300 Mitarbeitern. Produzieren über 1 Milliarde Verpackungen pro Jahr. Also Thema Automatisierung, da würde ich schon mal sagen, da sind wir schon längst drüber weg. FTS-Fahrzeuge bei uns in der internen Logistik seit 15 Jahren ein Thema. Da läuft keiner mehr mit der Palette und mit dem Hubwagen durch die Organisation, sondern es läuft voll automatisiert. Die Datensteuerung, wir haben einen Online-Shop, wir haben komplett Prepress auch so weit wie es geht, digitalisiert und automatisiert, was wir machen können.
Also wir stehen da nicht so schlecht da, um ehrlich zu sein. Genau, über 3 Geschäftsbereiche hinweg. Ich verantworte den Geschäftsbereich Digital bei uns im Haus. Wir sind auch produzierender Geschäftsbereich. Wir sind ein kleinstückiger Geschäftsbereich. Wir haben eine HP 35K bei uns als Digitaldruckmaschine und machen das seit knapp 10 Jahren in der Organisation und haben da extrem viel gelernt. Die Zeit, dass bei uns ein Kunde was bestellt, 6 Wochen im Vorhinein und Kontrakte macht, die sind noch da. Ja. Aber es kommt auch die Zeit, wir wissen heute nicht, was wir morgen produzieren im Digitalbereich. Und wir haben, sagen wir, als Full-Service-Dienstleister immer die optimale Antwort für einen Kunde, wenn er eine Anfrage hat, was das Thema Verpackung betrifft, aber auch Konfektionierung. Warum spreche ich so viel über Colordo Barsbronn? Die Komplexität, die wir haben, die ist extrem hoch. Also wir haben teilweise eine Verpackung mit einer Sonderklebung, ohne Klebung, mit einer digitalen Veredelung extern, einer Veredelung intern, mit Liegezeiten, weil das der Lack so bedarf, mit vollflächiger Lackierung, partieller Lackierung, mit unterschiedlicher Lackierung, mit Konfektionierung, ohne Konfektionierung. Wir haben letztes Jahr beispielsweise für die Marke Toffifee, zugehörig zu Stork, war eigentlich auch undenkbar, eine große Personalisierungskampagne gemacht, mehrere 10.000 Endkunden, Personalisierung, also mehr oder weniger als Mailingsdienstleister mit angeboten. Also das sind so unterschiedliche Kundenanforderungen, die auf uns reindröseln und denen wir uns annehmen. Und wir werden, wenn ein Use Case daraus entsteht, eigentlich nie Nein sagen, aber müssen auch extrem viel lernen und brauchen die Systeme und die Struktur und die Prozesse, dem ganzen Thema Herr zu werden. Dann natürlich, das würde ich gerne darauf eingehen, ich bin, glaube ich, 2020 eingestiegen. Ich sehe hier in der Teilnehmerrunde einen Ex-Arbeitskollege. Als ich gekommen bin, ist der Kollege gegangen. Ich möchte nur kurz auf die Umsatzentwicklung mal drauf eingehen. Also wenn es nicht an mir liegt, aber ich glaube, die Handbremse ist seit 2020 gelöst. Und es geht. Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt, immer wieder schlaue Kommentare. Genau. Also, wir sind in 3 Business Units unterwegs und ich verantworte den Digitalbereich ab Stückzahl 1. Und seit Tag 1 sind wir, Anwender von Symphony für unsere digitale Produktion. Und ja, was war, ich sage jetzt mal vor 18 Monaten so die Ausgangslage? Ein Stück weit die Jahre zuvor haben wir den Grundstein dazu gelegt, dass wir das Thema KI bei uns in der Produktionsplanung umsetzen können. Es muss jetzt natürlich auch bei der Veranstaltung kommen, also wir haben das Thema Workflow-Automation und JDF bei uns in der Organisation, also wir sind ja völlig lean, ja, und nutzen das seit mehreren Jahren. Ohne einen strukturierten Prozess, ohne strukturierte Daten bringt auch die beste KI-Anwendung nichts. Ja. Steigende Komplexität, ich habe vorhin erzählt, also bestellt bei uns ein großer Teehersteller vielleicht mal 2,5 Millionen Fallschachtler oder 50 Millionen Fallschachtler auf unterschiedliche Abrufe. Dann kommt aber ein Startup um die Ecke und sagt, ich habe ein super Produkt, gehe nächste Woche auf eine Messe, brauche eine Verpackung, vielleicht 500 Stück innerhalb von 2 Tagen. Also gibt es unterschiedliche Flughöhe, unterschiedliche Kundenanforderungen, denen wir gerecht werden müssen. Dann für mich eigentlich der Haupttreiber ist das Thema die vorhandene Kapazität, die wir haben, dass wir die optimal einsetzen. Und ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, warum dann die KI und was für mich persönlich der größte Benefit jetzt in der ganzen Geschichte war oder ist. Und wir haben den Digitalisierungsgrad vor 10 Jahren begonnen, mit dem Arthur Wall gemeinsam, vielen, vielen Dank. Und wir wollen den auch kontinuierlich fortsetzen. Ja, was gibt es für unterschiedliche Ebenen bei uns, wenn wir in die digitale Produktion reinschauen oder grundsätzlich in die Produktion? Es gibt die Management-Ebene, gibt es Daten, die gesammelt werden und die muss man interpretieren und daraus Entscheidungen ableiten. Ich war jetzt da vor ein paar Wochen auch mal auf einem Kongress zum Thema KI, da war ein Vortragender, der hat gesagt, er hat bei sich in der Organisation eine komplette KI-Stabsstelle eingerichtet, inklusive KI-Mitarbeiter und eine Führungskraft aus einer KI will er generieren. Also er hat eine eigene Abteilung KI. Vorhin habe ich gesagt Sparringspartner, also bewusst Sparringspartner. Ich denke mal, im Management ist schon ganz gut, wenn man Daten hat, Daten interpretieren kann, aber die Daten auch vielleicht nochmal irgendwo abgeben kann und vielleicht ein Stück weit nochmal ein Spiegelbild bekommt. Dann haben wir in der Produktion, ist da eigentlich der eigentliche Grund des Vortrags, immer wiederkehrende Prozesse und Abläufe.
die tagtäglich stattfindet oder vielleicht zweimal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr. Dann haben wir eine Vertriebssicht auf unsere Kundenaufträge. Also wie oft erlebe ich es, dass ein Kunde bei uns anruft und sagt, wann kommt denn eigentlich mein Produktionsauftrag? Kommt er jetzt 2 Tage früher oder 2 Tage später? Was passierte vor, sagen wir, 2 Jahren? Vertriebsmitarbeiter ruft den Produktionsleiter an oder kommt bei mir vorbei und sagt, der Auftrag 4711, der muss vorgezogen werden aus unterschiedlichen Gründen. Je mehr Aufträge da sind, je mehr Kunden da sind, desto wilder wird natürlich die interne Kommunikation. Und dann Grundvoraussetzung, Datenqualität, aber hat jetzt nichts mit KI zu tun, die Systembetreuung, das Monitoring. Wir bei uns im Digitaldruck sind darauf bedacht, dass wirklich die Daten sauber sind und dass wir Fehler unmittelbar erkennen. Fehlerhafte Daten können wir nicht richtig interpretieren und da können wir auch nicht produzieren. Also wir haben eine Person, die sich nur ausschließlich tagtäglich darum kümmert, sind die Daten in der gescheiten Struktur richtig bei uns angekommen, was müssen wir noch manuell dazu tun und das wäre vielleicht auch ein KI-Fall für die Zukunft. Was war die Ausgangslage vor 18 Monaten? Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Bei uns in der Druckerei gibt es eine tägliche Produktionsbesprechung und die gibt es noch auch im konventionellen Bereich, weil da gibt es ein paar wenig Aufträge mit viel Losgröße und da ist die Komplexität überschaubar. Bei uns im Digitalbereich gab es eine tägliche Produktionsbesprechung. Ich nehme es vorweg, die gibt es heute nicht mehr. Da spricht kein Kollege mehr mit einem anderen Kollege über Produktionsaufträge. Aber wir sind vor 18 Monaten noch zusammengesessen und haben Stückzahl 1 Aufträge diskutiert und gesagt, ja, aber mein Kunde ist extrem wichtig, wir müssen den Auftrag jetzt vorziehen, weil die letzten 2 Aufträge sind zu spät rausgeliefert worden und der andere Kollege kommt dann und sagt, ich habe jetzt noch einen neuen Kunde, den sollten wir vielleicht auch nochmal vorziehen. Und daher kommen wir, also wir haben Aufträge tagtäglich zusammen gesammelt, wir haben die nachts gebatcht in unterschiedliche, ich sage mal, Kriterien zusammengefasst, Produktionsbatches gebildet, um in der Produktion relativ lean durchzukommen. Und bei uns war der Gedanke früher eigentlich immer, der Digitaldruck schiebt so ein Stück weit die Produktion an. Alles, was wir gedruckt haben, kann man weiterverarbeiten und dann ist schon mal der erste Prozessschritt erledigt. Ich musste das aber auch schmerzlich irgendwie nachvollziehen, weil alles, was in die 2., in die 3., in die 4. oder in die 5. Stufe geht, ja, mit einer unendlichen Anzahl von Aufträgen oder einer vielen Anzahl von Aufträgen, das kann man nirgends mehr abbilden. Also wir haben ein Stück weit rückwärts gerechnet, ja, gesagt, ich muss jetzt beginnen mit Drucken, dass ich den Liefertermin einhalten kann. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Ich werde gleich nochmal 2 Folien dazu bringen und das dann versuche zu erklären. Mir war es damals, und ich habe keinen Auftrag gehabt, also wir haben das aus eigener Initiative bei uns ein Stück weit angetrieben, in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Control-S. Wir haben gesagt, es muss doch eigentlich gelingen, oder unser Anspruch muss eigentlich sein, eine Liefertreue von 100%. Also damals waren wir bei 87% Liefertermintreue zum Tag 1. Tag 2 waren wir schon bei Mitte 90%, also wir waren gar nicht so schlecht unterwegs, wenn ich das jetzt mit Kolleginnen und Kollegen vergleiche. Aber unser Anspruch war eigentlich 100% an dem Tag, an dem der Kunde das will, zu bekommen. Mein persönlicher zusätzlicher Anspruch war das Thema interne Kommunikation zu verbessern. Also ich habe das über Jahre akzeptiert oder gelernt, übernommen, dass der Vertrieb mit dem Produktionsleiter mit dem Vertrieb, dann kommt der QM-Kollege und dann wird diskutiert und alles, was diskutiert wurde, ist 2 Stunden später wieder hinfällig, weil dann ist wieder ein neuer Auftrag reingekommen, der wieder die ganze Prioritätsplanung über den Haufen geschmissen hat. Deswegen wollten wir das Thema interne Kommunikation oder ich sag mal, die vorhandene Kapazität richtig einsetzen, wollten wir optimieren. Thema Bestandsmanagement der Halbfertigware. Ich habe vorhin gesagt, bei uns schiebt der Druck an. Jeder Auftrag, der da war, wurde druckoptimiert produziert. In Q4, wir haben eine starke Saisonalität, konnten wir bei uns in der Produktionshalle teilweise gar nicht mehr laufen, weil so viel Halbfertigware da stand. Das konnten wir gar nicht managen. Und dann vor allem Verbesserung der Liefertermintreue, wie eben schon erwähnt, und Schaffung von Transparenz. Wie sind wir da vorgegangen? Das war mir auch extrem wichtig. Wir machen das im MVP-Charakter, also die Zeiten Wasserfall und ich beschreibe alles und ich sterbe in Schönheit, die sind in dem Fall vorbei. Wir haben gesagt, lass uns die Liefertermintreue verbessern und lass uns die interne Kommunikation auf Null setzen. Das war die Maßgabe. Haben gemeinsam mit unserem Partner was implementiert. Auf Ende Q4 letzten Jahres.
Wir haben die Produktionsplanung im Hintergrund laufen lassen. Ich muss sagen, so überzeugt davon waren wir nicht, in Q4 den Schalter umzudrehen und zu sagen, jetzt verlassen wir die alte Planung, die einigermaßen gut geht, und jetzt machen wir alles mit KI und jetzt wird es schon besser. Deswegen haben wir den Go Live, sage ich jetzt mal, auf Januar 25 gelegt. Und was haben wir da gemacht? Wir haben es eingeführt, nach einer Woche direkt wieder abgeschalten. Es war schlichtweg eigentlich eine Katastrophe und schlechter als vorher. Aber in der Woche, und das muss man auch sagen, in der Woche haben wir keinem meiner Kollegen, und es sind knapp 25 Personen in dem Bereich, verboten zu denken und Dinge aufzuschreiben. Also wir haben unsere alte Planung parallel weiterlaufen lassen. Wir haben die neue Planung KI gestützt ebenfalls laufen lassen, mit alle Konsequenzen durchgesetzt. Also es wurde kein Auftrag irgendwie umpriorisiert, sondern die Kiste, so wie sie da stand, haben wir einfach laufen lassen und haben alles aufgeschrieben, was uns aufgefallen ist, um überhaupt zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Ja? Und dann sind wir in eine weitere Optimierungsphase gegangen, die hat dann 2-3 Monate gedauert, um dieses Jahr seit April 25 für den Digitalbereich die komplette Produktionsplanung KI gesteuert zu machen. Das heißt, wir haben in aller Konsequenz kein Disponent, wir haben keine tägliche Produktionsbesprechung. Die Aufträge, so wie sie reinkommen, so wie sie eingeplant werden, so werden die auch produziert. Es gibt bei uns ein Vetorecht, also es gibt 2 Kollegen, die dürfen sagen, okay, ja, das ist ein Neukunde oder ja, den haben wir schon zweimal zu spät ausgeliefert, den priorisieren wir manuell nach vorne. Aber wir sind da wirklich 100% konsequent, wenn wir was machen, und in dem Fall würde ich jetzt auch sagen, überkonsequent. Ich habe da schon eigentlich alles erzählt, was hier auf der Folie steht. Vielleicht ein Ergebnis, als wir dann im April live gegangen sind. Wir haben die ganze Kiste 2 Wochen laufen lassen. Und wir haben aber dann auf unsere konventionelle Vorgehensweise auch komplett verzichtet. Wir haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir es einfach durchziehen, mit allen Konsequenzen, was passiert. Die Woche nach Einführung war auch nicht wirklich gut, was die Liefertermintreue betrifft. Und die Akzeptanz war dann schon auch schwierig von vielen Kollegen. Jetzt habt ihr da was implementiert, jetzt haben wir unsere Frage gestellt, jetzt haben wir unsere Idee ergeben. Und die Liefertermintreue wird nicht besser. In der Woche 2 konnten wir unsere Liefertermintreue auf 94% hochschrauben, also von 87% auf 94% kommend. Und das ist natürlich schon enorm. Und wir haben es verglichen mit dem vergleichbaren Wochenzeitraum, was Anzahl Transaktionen, Druckbogenauflage betrifft. Wir sind aber nach wie vor noch ein paar Prozent von den 100% Liefertermintreue entfernt. Der zweite Vorteil, und der geht auch ein Stück weit unter, früher Kunde wünscht sich einen Liefertermin. Heute rechnen wir, also wir haben rückwärts gerechnet und dann nach vorne produziert. Heute kriegen wir einen Auftrag und mit Bestelleingang und nach KI-Lauf erkennt eigentlich schon das System, jetzt habe ich Unterkapazitäten oder ich muss nochmal eine Schicht zusätzlich einbringen. Also auch die Personalplanung, die beruht komplett auf dem Thema KI-Steuerung bei uns im Haus. Und der Vertriebsmitarbeiter, wenn ein Kunde anruft, hat direkt ein möglicher Liefertermin, wenn der ursprüngliche Liefertermin nicht eingehalten werden kann. Also die KI wird von Tag zu Tag, ja, eher von Woche zu Woche oder vielleicht von Monat zu Monat besser. Aber also der errechnete Liefertermin gibt unserem Vertriebsmitarbeiter direkt die Auskunft, wenn ein Kunde anruft, Achtung, es wird doch nicht der 5.11. werden, es ist in der Tendenz eher der 7.11. Das ist ein riesiger Vorteil und es schafft immens Transparenz bei uns in der Organisation. Und was wir jetzt machen, also wirklich konsequent, bei uns waren in der täglichen Produktionsbesprechung 4 Personen berücksichtigt oder 4 Personen eine halbe Stunde gefangen. Die haben jetzt Kapazität, die haben jetzt Zeit für andere Dinge. Die können jetzt neue Applikationen entwickeln, die können jetzt bei uns in der Organisation wirklich andere Themen machen. Es geht nicht darum, dass wir Personen abbauen können, per se glaube ich nicht, ja, sondern dass man die Personen, die mit Themen, die immer wiederkehrend unterwegs sind, dass man die einfach richtig einsetzt und Kapazitäten für die Kollegen schaffen. Genau, extrem wichtig. Voraussetzung ist ein ganz klarer Prozess und strukturierte Daten, auf die man aufsetzen kann.
Ich habe schon 2, 3 Mal so ein Stück weit anklingen lassen, was waren die Herausforderungen. Und das ist nur ein KI-Anwendungsfall bei uns in der Organisation. Aber dem System vertrauen, das fiel sogar mir schwer. Ich musste das aber vor meine Kollegen ein Stück weit vorleben. Also ich kann nicht von meinen Kollegen einfordern, dass sie im System oder eine Neuerung vertrauen, ohne dann mit gutem Beispiel voranzugehen. Und was wir da auch gemacht haben, also ich hoffe, das wird nicht aufgezeichnet oder es bleibt unter uns. Wir sind an der Geschäftsführung oder 2 Teile von der Geschäftsführung komplett vorbeigegangen. Also wir haben davor nicht gefragt, dürfen wir es machen oder wie machen wir es, ja, sondern wir haben es aus uns heraus umgesetzt und haben die Ergebnisse sprechen lassen. Genau. Es soll kein Appell sein an alle Kollegen, Hierarchie zu missachten, aber es tut auch manchmal gut. Ja. Wenn es gut läuft, genau. Ja, aber das merke ich auch, seit ich in der Druckindustrie unterwegs bin. Also vorhin beim Automobilhersteller fiel mir das nicht so schwer, weil da waren in der Abteilung, in dem Bereich, wo ich war, waren alle gleich. Also da wurde auch die Leute eingestellt, dass sie zueinander passen, haben der gleiche Hintergrund gehabt und so eine gleiche Einstellung. Jetzt bei uns im Produktionsbetrieb, da gibt es schon ein starkes Gefälle zwischen Verwaltung und Vertrieb. Und ich sage auch nicht gut oder schlecht, aber man muss die Kollegen anders adressieren oder auch anders ansprechen. Und uns war es auch extrem wichtig, dass wir jeden Operator oder auch die Kolleginnen und Kollegen, die im Versand unterwegs sind, mit dem Thema vertraut machen und dass wir da jeden mitnehmen und dass auch jeder seine Frage, seine Bedenken und seine Themen aufschreiben kann. Also ich nenne es jetzt mal aktives Change Management, das haben wir dann schon betrieben in dem Fall. Es war aber auch leicht zu betreiben, weil nur 20 bis 30 Personen davon betroffen waren. Genau. Und auch da wieder, ich wiederhole mich, die Grundvoraussetzungen, konsistente, korrekte Daten, die man dazu benötigt. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, die wir uns auf die Agenda genommen haben? Den Forecast für mögliche Liefertermine, wenn sie nicht eingehalten werden können, der ist aktuell noch nicht wirklich gut, ja, oder noch nicht 100% valide. Das Thema nehmen wir uns nächstes Jahr an, dass wir da eine deutlich bessere Qualität reinkriegen, also sowohl in der Liefertermintreue 100% als auch 100% Forecast sollte unser Anspruch sein. Wir überlegen uns auch, Kommunikation auf Null fahren, meine ich jetzt mit der Produktionsplanung. Natürlich spricht der Vertriebsmitarbeiter mit dem Produktionsleiter bei uns im Haus, aber nicht über Aufträge. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Chatbot für interne und externe Kommunikation nochmal einführen bei uns in der Organisation. Also wirklich eine Eigenentwicklung, dass wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Frage hat, dass das System nicht aufmachen muss, sondern dass er sagen kann, der Kunde ruft gerade an 4711, welche Aufträge sind überfällig, welche werden vielleicht überfällig werden, ja, dass man da einfach eine 360-Grad-Sicht hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, also ich weiß nicht, ob KI oder nicht, aber dass wir so eine Wissensdatenbank und einen Chatbot miteinander kombinieren. Wir haben unendlich viele Verfahrensanweisungen, wir haben unendlich viele Daten, aber wenn ein Operator an der Maschine steht und irgendwann mal eine Verfahrensanweisung aufmachen muss, ich glaube, dann ist der schnellere Weg, mit irgendjemand online zu diskutieren und dann auch ein entsprechendes Ergebnis zu bekommen. Genau. Und dann ist nicht nur die konsequente Maschinenplanung oder Kapazitätsplanung der Maschine, sondern auch die Ressourcenplanung. Nicht nur, was diese Woche passiert, beziehungsweise was nächste Woche passiert, sondern was die kommenden Monate beziehungsweise Jahre passiert. Aber das ist ein Thema, was wir eventuell KI-gestützt bei uns in der Organisation vorantreiben können. Und dann komme ich eigentlich schon zu meinem Ende. Wenn es keine Fragen gibt bisher oder bis hierher. Ach so, ja. Das kann ja. Das klingt sehr. Soll ich das andere nehmen? Probieren wir das andere. Entschuldigung. Okay? Ah, super. Ja, das ist sehr beeindruckend. Klingt. Löst Begeisterung aus. Eine Frage, die ich hatte, die mir so in den Sinn kam, wenn KI die Produktionsplanung macht, dann geht es ja erstmal von optimalen Gegebenheiten aus. Was passiert bei einer Störung im Produktionsprozess? Eine Maschine steht, es gibt einen Ausfall. Ja.
der Mitarbeiter zur Spätschicht erscheint nicht oder kommt später. Also was passiert da? Was sind denn da die Szenarien? Da lachen sie, die Kollegen. Nee, aber das ist in der Tat auch ein Finding aus dem Januarprozess, wo wir nach einer Woche gemerkt haben, ui, die Feiertage sind nicht gepflegt. Eine HP Indigo, ich bin ein wahnsinniger Freund, aber die geht auch mal in die Knie und das Service braucht dann auch vielleicht eine Stunde, bis er bei uns in der Organisation ist. Also die Rückkopplung, und das merken wir jetzt auch in Q4, die Rückkopplung, Maschine geht down, wir haben jetzt keine Produktionskapazitäten, die muss sofort eigentlich bei uns gepflegt werden, manuell gepflegt werden, also die kann auch automatisiert dann ins System eingespeist werden und rein theoretisch nach wieder Anschmeißen der Maschine müsste man nochmal eine konsequente KI-Planung dann der Produktionsaufträge machen. Aktuell sind wir so aufgestellt, dass wir 3-mal am Tag laufen lassen. Also wir fragen 3-mal am Tag, ich sage mal, unsere Produktionsaufträge geben wir ab und kriegen eine neue Produktionsreihenfolge. Auch da kann man justieren. Muss das 3-mal am Tag sein? Kann das stündlich sein? Reicht das einmal in der Woche? Keine Ahnung. Also die Frequenz der Planung, auch die kann man optimieren. Aber genau die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, die müssen wir rückkoppeln, weil sonst ist das Ergebnis falsch. Und das meine ich auch mit konsequent die richtige Datenpflege oder Verfügbarkeit dann zu pflegen. Ja. Eine kurze Frage, nochmal ein bisschen weiter vorne angefangen. Woher weiß die KI, was die planen muss? Gibt es davor eine klassische Kalkulation? Oder ja, das ist ein Thema, was wir haben vorhin, ich habe vorhin gesagt, die 2 große Parameter waren Liefertermintreue verbessern. Und ich sage mal, ein schönes Abfallprodukt war das Thema Bestandsminimierung der Halbfertigware. So. Und wir haben unsere Produktionsaufträge, wir haben verfügbare Maschinenkapazitäten, wir haben Laufleistungen von Maschinen. Ja. Und die Parameter, die sind fix oder die stehen fest. Ja. Und dann haben wir zur Verfügung stehende oder produzierende Aufträge. Und dann wird optimiert bei uns, in unserem Fall, ausschließlich nach Liefertermintreue. Das kann aber auch was anderes sein. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Also die Produktionsaufträge, wo werden die angelegt? Die müssen ja irgendwo datentechnisch auch als Grundlage vorhanden sein, oder? Ja, da haben wir einen optimaler Partner namens Control S bei uns im Haus. Ja, die kriegen aus unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Aufträge und die machen das. Also heute sitzen sie da, aber wenn sie nicht da sitzen, dann legen sie die Aufträge für uns an. Nee, heute gibt es. Genau, deswegen ist bei euch heute relativ wenig, weil ich bin hier, ich kann nicht tippen. Wir haben da so ganz, ganz viele kleine Männchen, die dies eintippen. Nein, die Aufträge kommen alle über elektronische Kanäle rein. Das heißt, sei es jetzt über Online-Shops, sei es jetzt über direkte EDI-Anbindungen, B2B-Anbindungen, aber auch, dass jemand von Hand in Anführungszeichen, wie wir es jetzt heute Morgen auch schon ein paar Mal gesehen haben, irgendwo einen Auftrag eintippt. Das Entscheidende ist, der Auftrag hat keinen definierten Produktionsweg. Das ist tatsächlich wichtig für eine KI-Planung. Der Auftrag sagt nicht, ich werde heute auf der Speedmaster 12 und auf der Programma 4 und auf der Klebemaschine 3 produziert, sondern der Auftrag weiß nur, ich muss gedruckt, gestanzt und geklebt werden. Und dann entscheidet die Planung selber, okay, heute ist die HP ab, also schieben wir das auf die HP, heute ist die HP down, also gehen wir dort woanders hin. Ich habe folgende Stanzmaschinen zur Auswahl, je nach Auslastung wird eben Rüstzeit und Kapazität berücksichtigt, der Liefertermin ist das, was alles schlägt, den Liefertermin zu optimieren. Also jetzt in unserem Fall, ein mögliches Szenario wäre beispielsweise auch Rüstzeit optimiert durch die Produktion zu gehen und eine Liefertermintreue von 85% zu akzeptieren. Wäre auch eine Vorgehensweise. Ich glaube, eins habe ich vorhin vergessen zu sagen und das will ich meinem Ex-Kollege noch so ein Stück weit mitgeben. Wir haben letztes Jahr im Januar, jetzt im November, die letzten 4 Tage, so viel Auftragseingang in puncto Umsatz, Transaktionen wie im Januar 2024. Und mit unseren Bordmitteln, also mit unserer Rückwärtsplanung, ja, wir werden schon jetzt irgendwie die Tage durchkommen, ja, aber wir haben jetzt hier an der Stelle, ich sage nicht optimale oder die beste Transparenz, aber die Voraussetzungen schaffen, dass wir wirklich gut skalieren können. Und was passiert jetzt, und das ist für mich echt befremdlich, letztes Jahr im Januar
sind alle Produktionsmaschinen gelaufen und wir haben immer gesagt, die Maschine darf nicht stehen. Jetzt mit der KI-Planung, wenn ich in Produktion gehe, teilweise steht eine, ich sage mal, Bottleneck-Maschine bei uns in der Produktion, die produziert nicht. Ich werde da unfassbar nervös. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Irgendwie. Also, ja, es funktioniert. Ja. Hm. Ist die Materialversorgung, Bedruckstoffe etc. in der Produktionsplanung mit berücksichtigt? Nee, also jetzt in unserem speziellen Fall nicht. Das wäre natürlich eine Ausbaustufe, wobei da sind wir von der Komplexität, ich sage jetzt mal ich nenne uns jetzt mal Online-Drucker in unserer Organisation, sind wir da überschaubar standardisiert. Wir haben, ich sag mal, 5 Kartonqualitäten mit jeweils ein paar Grammaturen auf Standard auf Lager und ungeachtet der Produktionsauslastung sind wir da immer gut versorgt. Ja, also. Aber das wäre natürlich ein Thema, ich weiß nicht, wer es vorhin erzählt hat, ich sag mal, nicht nur auf Kundensicht zu optimieren, sondern auch Lieferantenmanagement nach vorne zu optimieren, das ist eine Ausbaustufe, ja, klar. Gut, waren Sie hier schon fertig? Oder? Ja, ich denke schon, ja. Weil es gab ja die Fragen dazwischen. Ja. Aber wenn Sie fertig sind, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Vortrag.